Confirmed. Was als gewöhnlicher Verkehrsverstoß in Aurora begann, entwickelte sich innerhalb weniger Minuten zu einer rasanten Verfolgungsjagd durch das Herz von Chicago. Der Fahrer am Steuer ignorierte die Warnungen der Polizeibeamten, gab Vollgas und glaubte entkommen zu können, obwohl er wusste, dass es sich bei dem Verfolger um einen Sheriff SRT Dodge Durango handelte. Dieser Gedanke führte jedoch zu einem gefährlichen Abenteuer, das innerhalb kurzer Zeit die ganze Stadt in Alarmbereitschaft versetzte. Wenn Sie diese actiongeladenen Verfolgungsjagden mögen und neugierig auf Polizeiberichte sind, können Sie unseren Kanal abonnieren. Wir veröffentlichen jede Woche 2 neue Videos. They're breaking off at exit 48, Adam 48. Das verdächtige Fahrzeug erreichte auf der Interstate Geschwindigkeiten von über 130 Meilen pro Stunde, überholte auf dem Seitenstreifen und fuhr ohne anzuhalten über rote Ampeln. We're slowing down. Getting off at mile marker 76. Back on to 90 going eastbound. 10-4, eastbound 90 from Higgins. Während die Sirenen in ganz Chicago heulten, kam der Trooper dank der unglaublichen Kraft und Geschwindigkeit des Durango mit jedem Manöver ein Stück näher. Get back on the 90 going eastbound. 10-4, eastbound 90 from Higgins. See where the tire came, they're slowing down 80 miles per hour. I'm sorry, I did not copy your location. Passing Rudolph. Die Verfolgungsjagd erstreckte sich von den ruhigen Straßen der Vororte bis zum belebten Stadtzentrum, wobei Fußgänger, andere Autofahrer und die öffentliche Sicherheit innerhalb von Sekunden in Gefahr gerieten. Getting off on Adams Street. Westbound Adams. Westbound Adams. Going past Halstead. Westbound Adams. Halstead. Going westbound Adams.
Westbound Adams. Going past Halstead, Adams, Halstead. Westbound Adams and Halstead. Can we get some CPD with us, please? Whoever's behind it can start taking over now. What call Chicago? 112, we're still westbound, passing Morgan. Westbound passing Morgan? Morgan, westbound passing Morgan. Now we're westbound passing Aberdeen. Westbound passing Aberdeen. Westbound passing Racine. Westbound passing Racine. Westbound passing Loomis. Westbound passing Loomis. Southbound on Ashland. Southbound Ashland. Southbound Ashland. In the wrong lane. Wrong lane, southbound Ashland from Loomis. Still southbound. Come up to Van Buren. Während dieser minutenlangen tödlichen Verfolgungsjagd glaubte der Fahrer, sich durch die engen Straßen der Stadt retten zu können. Doch bei jeder Kurve zeigte sich die Überlegenheit des SRT Durango. Der Verdächtige, der wie ein Schatten zwischen den Fahrzeugen hindurchfuhr, versuchte alles, um zu entkommen. Doch die Polizeibeamten schafften es mit taktischen Manövern, den Raum einzuengen. Southbound passing Harris. Southbound passing 35th. Southbound passing 35th, 35. Der Fahrer verlor an einer Kreuzung die Kontrolle und prallte gegen einen Pfosten. Trotzdem fuhr er weiter. Allerdings war einer seiner Vorderreifen beschädigt. Passenger side wheels. Guys, move, I'll take it. Parking real bad, quality. Parking bad, passing Spalding. Hey, we need to get him. He does not have a windshield to use. Here, Dustin, let me out. Pretty crisp,
Am Ende war der Preis für die Flucht hoch. Der Verdächtige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das bei einem heftigen Zusammenstoß in Flammen aufging. Der entstandene Feuerball erhellte den Himmel, doch die Polizei griff schnell ein und brachte die Situation unter Kontrolle, bevor es zu einer größeren Katastrophe kam. Die Kameraaufnahmen zeigen diese dramatische Wendung, die sich innerhalb von Sekunden ereignete, in ihrer ganzen Ungeschminktheit. Crashing occurred. Dieser Vorfall erinnerte einmal mehr alle an die Folgen von Geschwindigkeit und Leichtsinn. Es ist unmöglich, mit der Polizei zu konkurrieren. Neue Bilder, die von der Polizei des Bundesstaates Michigan veröffentlicht wurden, zeigen eine atemberaubende Verfolgungsjagd auf der Autobahn I-96. Die Polizei setzte ein hochmodernes Greifgerät ein, um das mutmaßlich gestohlene Fahrzeug zu stoppen. Die minutenlange Verfolgungsjagd stellte eine große Gefahr für den Verkehr und die Fahrer dar. Der verdächtige Fahrer versuchte wiederholt durch Rückwärtsmanöver und Vollgas zu entkommen. Das Greifgerät riss jedoch die Hinterachse des Fahrzeugs komplett ab und machte eine Flucht unmöglich. Das gestohlene Auto blieb mitten auf der Autobahn stehen, während die spannungsgeladenen Momente Sekunde für Sekunde von den Kameras aufgezeichnet wurden. Am Ende der Verfolgungsjagd wurden 3 Personen festgenommen und die Polizei bestätigte, dass der Fluchtplan gescheitert war. Das Wichtigste war, dass bei dieser gefährlichen Verfolgungsjagd niemand verletzt wurde. Eine einfache Verkehrskontrolle, die während einer Routinepatrouille auf der Macon Road begann, entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einer Verfolgungsjagd mit tödlichem Ausgang. Ein Streifenpolizist der Staatspolizei wollte einen silbernen Toyota Camry anhalten, der ohne Versicherung unterwegs war. Der Fahrer tat zunächst so, als würde er an den Straßenrand fahren, gab dann aber plötzlich Gas und floh vom Tatort. Zu diesem Zeitpunkt meldete die Polizei über Funk, dass eine Verfolgungsjagd begonnen habe und eine atemberaubende Verfolgungsjagd auf der Macon Road begann. Up on a red light, slowing down, traffic left, stopping, good right. Der verdächtige Fahrer gefährdete das Leben der Bevölkerung, indem er rote Ampeln überfuhr, die Fahrspur wechselte und mit hoher Geschwindigkeit zwischen den Fahrzeugen hindurchfuhr. Clear left, there's stops, clear right, stop, passing Miller Road.
Der Fahrer, der mitten im Verkehr fast die Kontrolle verlor, versuchte geschickt, den PET-Manövern der Polizei auszuweichen. Guardrail here, I don't like it. Coming up on 22. Taking a ride on 22. Als die Verfolgungsjagd auf die Autobahn SR22 verlagert wurde, nahm die Geschwindigkeit weiter zu. Der Polizeibeamte meldete die Situation ununterbrochen über Funk und gab sich selbst lautstark Anweisungen, um richtig zu atmen und ruhig zu bleiben. He's braking, I want to put him into the truck. He brake checked me on a 50, no contact. Als das Fahrzeug auf der SR22 eine geeignete Gerade erreichte, zielte die Polizei mit einem PT-Manöver auf das Fahrzeug des Fahrers. Die Polizei blockierte die vordere Stoßstange am hinteren Kotflügel des Camry und brachte das Fahrzeug ins Schleudern. Der Camry schleuderte unkontrolliert auf den Mittelstreifen, bog dann nach Westen ab und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt. Der Verkehr wurde in beide Richtungen angehalten. Als die Polizei sich mit gezogener Waffe dem Fahrzeug näherte, bemerkte sie, dass der Fahrer regungslos auf seinem Sitz saß. Andere Einheiten und der Rettungsdienst, die innerhalb weniger Minuten am Unfallort eintrafen, überprüften den Zustand des Fahrers. Im Fahrzeug wurde keine Waffe gefunden, der Verdächtige hatte einen sehr schwachen Puls und war bewusstlos. Der Fahrer wurde mit dem Krankenwagen ins Piedmont Midtown Hospital gebracht, wo seine Identität als Kamari Gamble, etwa 20 Jahre alt, festgestellt wurde. Trotz aller Bemühungen der Ärzte starb Gamble im Krankenhaus. Eine rasante Verfolgungsjagd auf den Autobahnen Floridas bot den Teams der FHP Troop C Momente, in denen sie um jede Sekunde kämpften. Der unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer setzte sich trotz wiederholter Aufforderungen zum Anhalten ans Steuer und floh weiter. Das mit hoher Geschwindigkeit fahrende Fahrzeug stellte sowohl für andere Verkehrsteilnehmer als auch für die Polizei eine große Gefahr dar. Das Chaos auf der Autobahn während der Verfolgungsjagd wurde von Kameras Moment für Moment aufgezeichnet.
Alright, giving him on marker 314, giving him on marker 314. Delta water, drop conditions at this time. Light traffic, signal flow with T, light traffic, signal flow with T. Moving off the exit in the northbound on the southbound, what's the direction? Eastbound 48, let's signal flow with T, eastbound 48, 75. Die Polizeiteams erkannten die unkontrollierten Manöver und die gefährliche Geschwindigkeit des Fahrers und leiteten die Operation ein, ohne weitere Risiken einzugehen. Die koordiniert vorgehenden Teams der Troop C brachten das Fahrzeug des Verdächtigen mit einem PET-Manöver, das wie aus dem Lehrbuch war, von der Straße ab. Dank dieses Manövers konnte das Fahrzeug in kurzer Zeit gestoppt werden, ohne dass es zu weiteren Unfällen kam. Die besonnene und entschlossene Aktion der Polizei beendete die minutenlange Spannung.